my place of origin, I also know a bit of Volga Tatar language. Ein Standbein haben. Something that props you up. Mit beiden Beinen so in der Sprache stehend, glaube ich. Und hier in den Füßen auch so Stabilität oder so, wo drauf stehe ich, wo gehe ich hin oder so, ne? Latein ist auf meinen Füßen, da Latein praktisch eine große Basis von sehr, sehr vielen Sprachen ist, die ich auch spreche. Dass es halt praktisch wie so eine Stabilität ist. Ich habe Spanisch und Persisch an die Füße gemacht. Habe ich um meine Waden quasi und unter den Fußsohlen. Das ist der Teil, wo meine Persönlichkeit, sage ich mal, am sichersten fundiert ist. Wenn du willst etwas verstehen oder nicht so sicher bist, ich habe einen Impuls in die Fuß, das mache ich so, ne? Was genau kommt, was. German 我就放在我的 toes。所以我们有开始 deep。 Und die Zehen so, vielleicht eher so, wenn etwas einen neugierig macht, wie so ein Zeh ins Wasser halten, weißt du, so just a toe tip. Deep, but just 一点点。 Maybe also put them in my feet because they're so far away from my head. Spanisch kommen dann die Knie oder Beine auch. Die Meditation kommt immer aus Spanisch. Und die Meditation ist immer, wenn ich laufe oder jogge. My legs and all the colors because all of the languages bring me places. It's very far, have to 过山过海. Connecting it also to migration and moving and my hands and my legs in 就我们生活中很多东西都要用到手啊，用到脚。 German and English because those two languages are 所以我觉得非常生活化。 helpful. 这个是 miscellaneous accents. I'm using them in day-to-day life. 它是在我的 limbs， 它是在前面吧，不是在后面 because 它是一个 conscious 的 performance. The reason why I put it in fingers is because Deutsch für mich sehr praktisch ist. So ein bisschen, als hätte ich zusätzliche Finger dadurch. To show that it's workable, like it can be done. My Malay, it can be used. Ein Werkzeug einfach. At a functioning level, but not the best. That's my right hand. That's what I can do everything with. 我放在手指 because like In French, I don't. 读名是一个 counting language. No, lots of things, so I have to do lots of things with my hands. Or whatever I can do with my right hand. And if I can't do it with my right hand, there's no way I can do it. Benutzt es einfach, um Sachen zu machen. I cannot do the pronunciation right and people don't understand me, so I have to explain. Hände, weil Arabisch With my hands more. eine Sprache ist, bei der man sehr viel gestikuliert. Und dann habe ich halt Kasachisch und Aserbaidschanisch als Hände. Aber Arabisch auch der Grund ist, warum ich auch im Deutschen sehr viel gestikuliere. Connecting to my fingertips, like to my hands and... Ich kann auch gut sagen oder wie funktioniert, mache ich immer einen Impuls in meine Hände auch. Showing how tied I am to the German language. Spanisch hingegen ist... das sind so Ringe auf meinen Hüften. Unendlichkeitszeichen und fängt im Brustkorb an, in die Hüfte runter, über die Taille. Spanisch ist eine sehr bewegende Sprache. Hüfte, Oberschenkel. Es ist sehr melodisch, sehr klingend. Sehr viel mit... English 是一个 language that 我很 comfortable in 的。 Auch wieder mit einer Körpersprache zu tun. 坐在上面。Leichter ist, italienisch, sinnlich zu sein und dass es auch... Vielleicht hat man auf Englisch mehr Selbstbewusstsein. ...gewollt ist, dass man sinnlich isst. A lot of food name is in Hokkien, so I put it in the stomach. 看到马来文也在我的肚子那边。 Immediate things or intuition. 其实我觉得我对马来文化的认同很多也是来自于食物。 Zum Bauchnabel, weil wenn Englisch mich berührt, Then I have my stomach covered in English because... den Bauchnabel packt, dann ist es eigentlich like a gut feeling. eine Mischung aus unangenehm und angenehm vielleicht. the language I feel the most comfortable with. Malay 我放 back So it's giving me like a 背后靠着这样的东西保护着我。 calm and safe feeling. To prove that 我是一个 Malaysian. Quasi um meinen Kehlkopf. Ich glaube, das ist finden, dass meine Stimme im Schweizerdeutschen am tiefsten ist. English on my throat because English started to be the language that Wirklich, wo die Sprache für mich angesiedelt ist. really was the easiest for me to articulate. Diese Schultern zu betonen. The throat area and the shoulders. Englisch ist für mich eine ganz starke Mischung aus German as being something rationalem und like a burden kind of. Poetischem. In meinem Gesicht habe ich auch meine Augen, meine Nase und meinen Mund auf Türkisch. My face, I split it between Mandarin and Malay. Face is German. It's like For me, the face always has some kind of
representational value. The language that I was most confronted with. French 我不会 pronounce at all. Molded them within. 因为都是看字吧嘛 so that's why 它是在眼睛罢了一点点吧。When I'm seeing things, I'm like automatically kind of translating them into different language. My mouth. Dann Französisch. And it's smiling. Habe ich Mund und Nase. Korean 是会讲一点点。Approximately 70% of jokes are in Russian. Aber irgendwie Mund so was Sinnliches hat. Was just at the edge a bit only. Ich weiß nicht, weil ich auch mit Essen und Geschmack. 15% of English and 15% of German jokes. I can understand. I also love them. Passion und Detail irgendwie verbinde und Mund hat irgendwie Italian, like as the lips drückt die Sinnlichkeit. I think I just like speaking it. 听到会觉得很亲切的一个语言。My ears. And I also like how it sounds. It's also a cultural thing. 所以我很喜欢听到人家讲广东话。Understand the things. The ear is also like Italiano. 但我喜欢听这两个语言。 More in a German or Russian way. A lot of people here don't think that I know German. Cantonese because just for the sound of it. So sometimes I feel like I'm eavesdropping because I can understand. Then Japanese because of anime. Deutsch fühlt sich hier oben so an, also so im Kopf. German was then something that So the important part of the whole body is reshaped my mind. Our brain. Especially since living in Germany. Kommt irgendwas aus dem Kopf in den The Kopf. language is very ingrained in my brain. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung diese Ströme gehen. The brain is like Deutsch, 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 Deutsch. Das ist richtig oder das. 5.5 years of French somewhere in the back of my head. 我觉得它的感觉给我来讲，就是 Malay is always at the back of my head. Still there, but I don't consciously use it. Haare auch wie so Antennen. 就是虽然我很少讲到马来文，可是 sehr bestimmt. 它其实一直都在。Gehen halt auch in alle Richtungen und Türkisch geht halt auch immer mal wieder in like German for my head because it's just so alle möglichen Richtungen. Here in my heart. English, English, English in the heart. With the Arabic language is really like easy for me to express myself. Because my most intense relationships have been in English. To communicate. And then I have the heart area. 然后放在 heart. Russian in the middle because to me, Mandarin is the language of the whole. Something that connects me to my parents. The language your ancestors talked in. Not only the language itself, but also cultural elements. Has another influence on food and also mentalities. Türkisch ist so meine 因为华语就是我的 Herzenssprache. Es ist meine Muttersprache. 我的母语。 Russian is my native language. Das ist die erste Sprache, auch wenn ich hier geboren bin. Mandarin is my mother tongue. French is my mother tongue. Ist das die erste Sprache, die ich gelernt habe? 对我来讲也是最不用脑咯。 It's just the language that I know best, the language that I use most. 我的心可以直接连到嘴巴那边。 Really for me, like I love the Arabic language. Chinese or Mandarin is the closest to me. This is the language where I feel really my body, feel myself, my soul. French is the language that I have that is like... It's the most intuitive. Yeah, for expressing myself to myself. I don't need to translate in my brain. Diverse and concrete emotions to it than in any other language. Of how deep French is within me, and it's like it's actually very private. Also die Sprache in meinem Kopf ist Spanisch. Ich denke auch auf Türkisch, ich denke auch in allen anderen Sprachen, die ich bisher gelernt habe. Ich denke auf Deutsch, ich träume auf Deutsch, ich... Träumen auch? Es ist eine sehr dominante Sprache geworden. Mache ich so in die beide Sprachen, also Spanisch und Deutsch. Das ist immer. Also auch in Träumen und so. Ich träume ohne Sprache. The Arabic language for me is really like you are swimming in the sea. So I almost feel like with each language is a different world, or I knew a different world, and But all the sea, the drops of the water are words, you know. they are kind of Arabisch, Französisch, Deutsch und Englisch. separated but also overlapping in my body. So the French-speaking part is like basically on one side of the river, and the English-speaking part is on the other side of the river. The closest would be Mandarin, second is English, and then the third one is Malay, and then the last one is Cantonese. Wenn ich jetzt alle Sprachen unserer Familie aufzählen würde, wäre es, glaube ich, ein bisschen komplizierter. There is a very common thing in my family that Auf jeden Fall bei mir, also dieses Code-Switching immer so von einer Sprache zur nächsten ist. Und wenn Familientreffen sind oder so, dann sprechen die halt auf Spanisch, wir sprechen auf Türkisch, dann sprechen wir alle auf Deutsch. they are switching from one language to the other. Ich bin quasi so aufgewachsen. Ne? Während ich Auto fahre und ich bin gerade voll
oder sauer, fange ich dann halt irgendwie an, auf Französisch irgendwie zu fluchen. Ja, es gibt schon Momente, in denen ich eher dann ja Haula wala kuta wa illa billah sage, als irgendwas anderes so. Und dann plötzlich geht's dann drüber ins koreanische Fluchen. Nur Gott kann mir jetzt helfen. Und dann plötzlich wieder auf Englisch. Malay, Mandarin, English, also Tamil, a lot of other languages is super multicultural. Aber manchmal switchen wir auch so zwischen so einzelnen arabischen Wörtern und Deutsch. And it's very normal for like a word out of my pockets and use it. Parts of languages to seep into one another. Da haben wir mitten im Satz immer so irgendwie unterschiedliche Wörter, also Sprachen benutzt. So sometimes other language will come in. All like messed up, but it's a very Malaysian way of speaking. Dann hat man die Wörter zusammengemischt, weil alle konnten Dänisch und Deutsch sprechen. Incorporating a lot of English words into my German. Ein Wort genommen, was aus Dänisch gut passt und das einfach gesagt. Für mich war das immer sehr personenbezogen, mit wem ich was spreche. Ja, 或者你是比较 prefer 讲 saya boleh cakap bahasa Melayu dengan kau. 其他语言啊，那我们再来换这样子。 Ich mag es tatsächlich lieber, wenn Leute Russisch zu mir sprechen, aber ich ihnen auf Deutsch antworten kann. It's just intertwined very much and I can't really disconnect it. Okay, Englisch ist so, aber ich muss an Spanisch erst einmal übersetzen und dann wieder auf Deutsch richtig gucken, dass es genau das ich denke ist. Also ich höre natürlich auf allen Sprachen so, aber manchmal höre ich auch was auf Deutsch gesagt wird, aber was ich auf Dänisch anders verstehen würde. When I'm angry or something needs to be fast, I'm switching to German, hoping that you will understand it maybe. Yeah, speak Mandarin to someone who don't get it and I don't even realize that I'm speaking Mandarin. And I'll just look at the person and the person's just like, what? It's just in the moment, like an explosion or something. Yeah, I understand your emotions there, so sure. Also wenn mich jemand fragt, wie sagt man das in der Sprache, bin ich lost. Because, of course, when you are bilingual, there are always these gaps in between. Und eigentlich denke ich wie in Blasen, also irgendwie italienische Blase, deutsche Blase. Und wenn das dann irgendwie aufgebrochen werden soll, dann bin ich meistens sehr langsam. Although sometimes I feel like I need to use other words. Some words are just not really translatable. Which can best describe a certain situation or a certain feeling. Und da habe ich mir tatsächlich auch das erste Buch auf Englisch gekauft und dadurch kam auch meine Motivation, das richtig zu lernen. So I was just like, oh, that's kind of annoying. Let's try learning Italian so I can, speak with people. Um es halt auch zu verstehen. And I started to communicating with him using Google Translator. Das war nicht leicht. Even dictionary book. 根本看不懂，我真的看不懂。我每次都要读好多次，一本字典还是。Ich habe im Prinzip die Wörter alle auseinandergenommen und habe teilweise eine Stunde für die erste Seite gebraucht. We sat often together and learning each other's language. Sitting with dictionary with. How do you crystallize a thought into a sentence? Translator app. It's like kind of a barrier. And trying to make sentences in the correct way so he could understand me. The meanings of words were so specific and you needed the correct meaning. Still some things I cannot explain. Und auch Reaktionen von anderen Leuten dann so quasi als Information zu bekommen and to put it all together. So I guess I get by. Oh, not comfortably, it's going to be shit, but I won't die. Und eher so berufliche Sachen, man lernt irgendwie Smalltalk und was weiß ich. But this is not really like... Aber wie man wirklich sich ausdrückt... Usable in a daily life. Auf der anderen Sprache, das hört man eigentlich nicht, das hört man nur unter den Ängsten der Ängsten irgendwie. Yeah, like my grandpa would say, ich könnte da hingehen und ein Bier bestellen. Aber kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich 100% verstehen? Sometimes they're not correct. Das ist schwierig zu sagen. But sometimes they are. 英文对我来讲也是需要用头脑再 process 过的。 I don't know how and why, just intuitively. It's still like a language very not familiar and I don't have like lots of feeling or... So even if I have doubts about what I'm reading, I don't know if this doubt is because of sometimes misunderstandings. My possible misunderstanding. Or if it's really a mistake of the text. My understanding just
does not really align with their understanding. Like, yeah, but we don't use it like that, and it's like, okay, but can you explain it? They're like, no. I cannot tell if someone feels sad, happy, or this intonation, I'm not so is angry, sensitive for it. We just don't use it this way, but we use it this way. And that really makes me mad sometimes, and I'm like, is this a question or not? I'm like, why do people speak in such codes? Like, can we not just please? I feel there's a difference if you know a language, like I know Spanish at the level that you get by. Manchmal gibt es einen bestimmten Begriff einfach nicht auf Deutsch, sag ich mal. Or if you can have a conversation that is actually meaningful to you. Ich habe auch das Gefühl, dass where nuance matters. Eine Sprachintuition teilweise wichtiger ist als ein Sprachwortschatz. Und dann muss man es umschreiben und dann geht, ich sag mal, die wahre Bedeutung oder so verloren. There are some things in German which cannot be translated in any other languages. When it matters, and you should understand it by heart. I can still manage an adequate or accurate, not just adequate, an accurate depiction of an emotional state. If you read, for instance, a more extreme or unbelievable piece of news in a foreign language, you're more likely to be accepting about it. And I thought what was interesting to see is if you have a very limited vocab, at some point you get creative with that. To me, it's like an iceberg. It's really like this whole thing underneath. And you get to express complicated stuff with very few words. Yeah, it feels efficient. It feels within these few words, there are so many lines behind it. How does it feel? Like I don't need to process in my brain. I can just directly If that works out, it's a funny feeling. Express whatever I thought of. Like I remember kind of like about 6 months after my first year in Germany when I stopped bringing a dictionary with me. That took me a while to get there. Achieving those points where there's like a click that happens, I think. The more grammar you learn, the more it all kind of together. You're like, how okay. Things start to sound weird to me if I do it wrongly. There's no sense, but now I'm getting a sense of the language. For a long time anyway, it's a tool. I guess there's some kind of process to fit this something that you need to craft in your head into what I think would make sense before it becomes natural and impulsive and spontaneous and emotional. Apakah pattern or mindset? Putting your brain into this analytical state. Saya dalam setiap bahasa yang berbeza. That would then be expressed through your judgments. It's about communicating more than feeling English for me. But German is about thinking. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn man auf Russisch flucht, hat es viel mehr Schlagkraft, als wenn man auf Deutsch flucht oder so. If I have to read a Spanish text, I'm actively deciphering this. Because in another language I just speak. So my attention is on words and meaning and not on emotion. 华语会更直觉. Of course I can better express my emotions in Russian language. It's quite emotional language. Auf Englisch werde ich auf einmal sehr direkt, was ich sonst oft nicht so bin. Dostoevsky or Chekhov, there are so many things they're not saying directly, which you should read from the emotions. When you say someone I hate you, in the Arabic language it means I love you. Like sometimes when we speak, sometimes we tell you the opposite. So you can understand that I love you. Nakarhak. Du sagst ja auch Gott sei Dank auf Deutsch, aber niemand meint es so, wie man es sagt. Also für alle klingt es dann immer so, oh, das ist so religiös. Ja, aber im Deutschen sagt ihr genau die gleichen Worte. Like وينك يا حيوان, like you are animal, what are you? But when someone says to someone حيوان, it means that you really like the person. Aber eigentlich haben viele Sprachen sehr vieles gemeinsam, auch von Ausdrucksweisen. Some jokes could be inappropriate for German people, but with Russian people, I think almost every type of joke is okay, unless it's about relatives. So this is really complicated to explain, but in some situations the two people they have really to understand or to communicate. My brain was like, oh wow, it's a very logical language, and it became like for me a quest to figure out what are those
grammar rules and why does it work this way and what fits where and the position in the sentence and everything just to me seemed like a puzzle and I wanted to solve it. Das hat echt eine Weile gedauert, bis ich diese Mauer aufgebaut habe zwischen Spanisch und Italienisch. Solange ich diese Mauer nicht hatte, sobald ich diese Blasen nicht getrennt hatte, war es unklar, welche Sprache was ist. Und auch einige Wörter, wenn man sie vielleicht nicht kennt, in jetzt Französisch oder Spanisch, man kennt die vielleicht auf Latein und dann ergibt das halt alles auch so ein bisschen mehr Sinn, so die Konversation. Now that there's also more debate about this whole pronouns and gender discourse. And it's so weird because obviously I know Mandarin and I know Malay, but I never considered what are they doing with this right now. Also ich habe das Gefühl, wenn ich Deutsch spreche, kann ich fast neutral sein. Yeah, so this distinction between male and female, I mean, if before that Malay has always been not he, she, but it was always just dia, right? So there's no need to, maybe the problem doesn't even exist then in the first place with pronouns. Also wenn ich Russisch spreche, habe ich schon, glaube ich, was eher Weibliches. Und wenn ich in Russland Russisch spreche, fühle ich mich sehr weiblich. How a language influences how we think about things as well, right? As long as there's one man in it. Women and one guy, ils sont allés, even though there are more women. Yeah. And that's like, I remember being a kid thinking, well, that's kind of weird, like. Kind of patriarchal. Yeah, exactly, right? Different cultures will approach different themes because then they're also influenced with the language and the way the brain works. For example, Germans are notorious for being, logical thinkers, right? But obviously that's because you have to kind of already plan ahead and figure out, what do you want to say and where does the verb land? And then I'm already thinking 2 steps ahead before I start speaking. Of course, this kind of forms your view of the world too, right? It is split into gender binaries or not, or also this formal or not. I never had to think about it. And I like this part in German language that I have to think about what I'm saying. Yes, I was using sie the whole time, and then just as he was leaving it, I'm like, yeah, schönen Tag dir, and then I'm like, oh god. It makes me appreciate my own language more because then I understand how it also works. Wie eine Stress von, du musst auch diese Sprache lernen. Ne? Sprechen ist schwieriger, weil er sich auch unter Druck gesetzt fühlt. This heavy pressure of, well, I'm trying, but it's not always easy. Weil auch sein Gegenüber eine Antwort in der Sprache erwartet und er überlegt halt, wie drücke ich das jetzt auf Türkisch aus. Thinking in multiple languages is just confusing sometimes. Und rechnet. You're sometimes getting lost in meanings. Sangat jelas sekali. Rechnet. Bahasa Melayu saya ini tersangkut-sangkut. Und bis es rauskommt, ist halt die Geduld beim Gegenüber schon gar nicht mehr da. My biggest issue was to not go any further or deeper into detail. So it's always watching over what I'm going to say, so there's no misunderstanding. I just couldn't. Because of the language. Was ist, wenn jemand jetzt das hört und das sagt, dass es falsch ist und so, das ist ja voll peinlich. I think I was so diese Erwartung mad at myself also that I just can't or couldn't do it. Projizierend auf etwas, was eigentlich nicht wirklich da ist. Ayat saya akan rechnet. Ada banyak. But then there's also Russian on top. Tempat kosong. Because I want to blank space. Make my parents proud. Ich und ein anderer waren die einzigen, die Russisch konnten. Da hatte ich das sehr stark. Da hatte ich auch das Gefühl, beobachtet zu werden und das repräsentieren zu müssen. Learning the language and doing it fine and in a correct way. Vielleicht ist es auch was Kulturelles, vielleicht ist es auch ein Vorurteil, aber Leistung ist sehr stark damit verbunden und auch voll. This huge expectation for my sister and me to ziemlich klare Maßstäbe gibt. Not forget the language and the culture. Versuche das irgendwie zu behalten. The last 8 years I didn't have a lot of friends. I don't speak a lot of Arabic and I lost a lot of part of my Arabic language. I have a fear of losing Malay and Mandarin because here I have nobody to speak these languages to. It was also
kind of heavy to maintain like a balance between all the languages. 可是我真的是平时都 But now it's all gone. 几乎不讲廣東話，然後講出來也是 I'm pretty sure it's gone. 好唔準咁樣嘅。 That's also why it's my left hand, because my left hand is useless. Also mich kann man mit Grammatik in die Tonne treten. Somehow it's getting a bit more difficult. Like sometimes I would get stuck. And when I get stuck and then I think of a German word instead because I speak so much German now every day. And it's like kind of frustrating for me. Dan saya rasa saya akan campur banyak perkataan yang lain kerana saya sudah lupa. Ich vergesse einfach Wörter. Also in allen Sprachen. Banyak vocabulary dalam bahasa Melayu. So Arabic language is not part of my daily life in Germany. Und dann hat er ganz schnell Deutsch gelernt und das Türkische haben wir dann schleifen lassen. Und dann war das Türkische futsch. Ist auch im Prinzip meine Muttersprache, die ich aber nicht mehr so gut beherrsche. Und dadurch hat er viel an seinem Türkischwissen verloren. Es ging ratzfatz. 我明白，我听得懂，我会讲吧，我不习惯讲。 Also ja, er hat sehr viel seiner Kenntnisse verloren. Ja. Ist halt so, was soll man machen? Pech. I feel now since 2 years, I feel this is not my real voice compared to before. Ja, das hat auch schon viel mit der Kultur zu tun, in der unsere Eltern aufgewachsen sind und so. Also wir wachsen jetzt in einer anderen Kultur auf und lernen es anders kennen. When he was alive, it's still they rarely communicate. My father even didn't learn how to talk in the mother tongue, which is 古田话. And because my grandmother, she couldn't even really speak Mandarin and she could only speak Hokkien, which I can't. And it's weird to think about it now, but when she was still alive, we never really had a proper conversation, you know? And then my father never understand what my grandfather is talking about. Yeah, like even this primary language communication is not even successfully achieved between my father and my grandfather. In retrospect, it's weird that as a kid I never thought it was strange that I couldn't speak to my grandmother, and I never tried to learn Hokkien or anything just so I could talk to her. That generation of my parents adapted quite well to the language, so they were only speaking Russian, not German anymore. And when the time came when they were allowed to get back to Germany, their German was not good. I feel like my father didn't really learn about their own mother tongue directly from my grandfather, but then he only acquired the language that happens to exist around. So for example, like Chinese, Cantonese, and then Hakka, or maybe a little bit of Hokkien, and then English, Malay. But all of these are not really like, you know, in a strict sense, the mother tongue. Also ich bin die älteste der 3. Generation und die Kinder nach mir, die können alle nicht so gut Türkisch wie ich. And it's just this timeline thing that doesn't work. That when she was alive and I was too young to be interested, maybe. And now that she's gone, I have all these questions, but no one to ask. This is also a way of Sönke, right? Like to try to trace the original root. Ich glaube, bin gar nicht sicher, ob es meine Urgroßeltern oder meine Großeltern sind, aber auf jeden Fall haben wir noch Wurzeln in der Türkei und Algerien, also schätze ich mal Türkisch und halt Arabisch. He will really literally go back to China to look for his grandparents' grave. The Russian part is really more like my roots and my subconsciousness. Man fühlt sich verbunden und das irgendwie eine schöne Erinnerung, die aber nur ein Gefühl ist. Very amazing, like oh my god, this is my great-grandparents' kampong, and then he used to live in this place. But after all, I'm still... Das sind nicht meine Wurzeln, das will ich nochmal betonen. Ich habe da nur gelebt. Compare like now I'm living in Taiwan. I have definitely much more sentiment to Malaysia than whatsoever China. Ich habe viele Einflüsse von vielen Sprachen. Und da das innere Kind noch keine Heimat gefunden hat. Irgendwie, weil man ist so ein bisschen zerrissen.
That's how it's been for me, and like neither here nor there sometimes with my culture. Und bei mir ist halt irgendwie, ja, dieses Kind immer noch was irgendwie die Wurzeln sucht. You can speak Mandarin, you can speak English, you can speak Malay, but no dialects. Because for them it's like this is not part of their education. Also vieles ist ja meistens politisch, so Sprachen, die dann auf einmal relevant werden oder irgendwie verboten werden. 我们是要讲华语，因为如果我们没有讲华语，老师会罚钱。 According to my mom, when she was going to school, you are not allowed to speak dialects in school, and if you do, you get fined, like putting something into the swear jar. 就变成我们一上学过后，我们就很自然的就尽量不要讲方言，然后讲华语。 Dann denke ich mir gleich so, oh Gott, ist das falsch? Ja. Und dann frage ich meine Mama und dann sagt sie, nee, das ist richtig. Das ist halt so keine Schulsprache. Manchmal, wenn wir Englisch gesprochen haben zu Hause, würde dann so mein Vater sagen, so, hey, redet doch auf Französisch, ne? Einige Unsicherheiten habe im Italienischen, weil ich einen sehr starken römischen Akzent angenommen habe, als ich jung war. Ich fühle mich sowieso ein bisschen inferior, weil ich das nicht perfekt spreche. But still I had my struggles like with articles or sometimes pronouncing things not like Germans would do and being picked at for that. Wortfindungsschwierigkeiten bekomme, wenn es um was Spezifisches geht, dann kann es echt irgendwie so ein unangenehmes Gefühl haben. Because there's also a bit more of a political view on the language and like trying to protect the language so it doesn't get lost. Even in Malaysia, where it's very common to have 3-4 languages, but there's a weird kind of hierarchy. I have a very complex feeling towards English because I've been somehow educated. Those can converse in English very well. Feels intellectually confident, and I know like this shouldn't be the case. Like why should I feel this way? Like 每个人都可以用自己的语言去展现他自信的那一面。所以这个我觉得我们比较吃亏咯。I try to resist that thought and really, decolonize that thought. And there are hierarchies on every level. So if your English is not good, people will think that you're less educated. And if your mother tongue language, whatever that is not good, people think that, oh, you know, this person has lost contact with their roots. And if you can't speak Malay well, which is the national language, then people say, yeah, but are you actually a Malaysian? Why some people, they come to countries and they are really forced to speak the language of those countries, and why those people from those countries to go to other countries and they are not forced to speak the language of those people over there. Ich glaube, wir in Europa denken ganz oft, das, was wir sprechen, ist das Wichtigste. So this is the thing, you know, language is really also like political. Mein Dad wurde zum Beispiel gut auf Arbeitstrips oder sowas gut behandelt, weil seine Frau Deutsch ist. Also nicht, weil er Sudanese ist, sondern weil seine Frau Deutsch ist. Wenn ich nur sage, ich komme aus der Schweiz, dann kommt ganz oft die Frage, wirklich nur aus der Schweiz? Bitte nehmen Sie das nicht persönlich. Wenn ich hingegen sage, okay, ich komme aus Italien, dann sind sie so, ja, okay. Klar, ich wurde schon öfter irgendwie gefragt, so direkt halt so, wo sind deine Wurzeln? Okay, but where are you actually from? Ich sag dann auch, ja, du sprichst Englisch, bist du dann automatisch Engländer oder was? So irgendwann werden sie dann so sagen, so, ah ja, ich höre einen leichten Akzent oder, aber das ist meistens erst, wenn ich sage, dass ich aus Kanada komme. Woher kommt deine Mutter? Ein bisschen zeigen, ah ja, nee, da bist du nicht so irgendwie ein echter Deutscher. People stopped and stared and were like, they were uncomfortable when people spoke a language that they are able to speak. Don't take it personally. You know, it's like, well, Mom, come on, let's just speak German then. An old man sitting next to me turned around and said, meine liebe Dame und Herr, wir sind gerade in Deutschland. Hier sprechen wir Deutsch. So I replied to him in German, I can speak German, but we can speak whatever, whenever we want to. To which he replied, wenn Sie kein Deutsch sprechen, dann können Sie das Land verlassen. 我没有歧视的意思哈，不过 If you don't speak German, then you can leave the country. Bitte nehmen Sie das nicht persönlich. Also weil Diversity ist ja jetzt in, wie wir wissen. Damals waren die Chancen nicht so gut wegen meines Aussehens und meiner Herkunft und so. Obwohl meine Herkunft eigentlich Deutschland ist. I was like kind of in that moment as a kid because I did not understand and was like uncomfortable of those stares. I was kind of getting like not angry but I could see their reaction, I could feel their energy, and I feel defensive because like, hey, we're not doing anything wrong.
So I feel angry because I can't really do anything about it. Sind das solche Blicke und ja, wieso macht sie das? Das ist voll cringe. Haha. Aber es gibt auch Leute, zum Beispiel, sie sprechen dann direkt nur zu meinem Mann und ignoriert mich total. Vielleicht, weil sie denken, ich kann kein Deutsch. Kein Augenkontakt, nichts, als ob ich nicht da bin. Bitte nehmen Sie das nicht persönlich. Und ich habe es natürlich damals auch gar nicht gecheckt, so, aber also irgendwie mein Bauchgefühl war nicht so geil dazu. 我不是要讲你什么啦，只是Like in each case, having to decide whether you want to engage with this right now. Ne le prenez pas personnellement. Vielleicht würde ich lachen, vielleicht finde ich es auch kacke. Aber ich glaube, sowas fällt mir immer erst im Nachhinein auf, dass es vielleicht auch unangenehm eigentlich ist. Не принимайте на личный счет. I don't have the energy. I just want to say it's just not worth it. Exactly, to engage in every possible conversation and Bir şey demeyeyim diyorum ama you know, some people will be just like, hey, it was just a joke. Demeden de duramıyorum. Take it easy, man. Nehmen Sie das bitte nicht persönlich. But it's not my job to educate every ignorant person. 我没有恶意。 It's so exhausting. Bitte nehmen Sie das nicht Bukan saya nak persönlich. cakap apa, tapi Bir şey demeyeyim diyorum Non lo tomo ama personalmente. demeden de duramıyorum. Non prendertela sul si va ai con personale. Hamila, Принимайте на Nimm das личный jetzt счет. bitte nicht persönlich. Why I have to speak your language, why I have to force myself, why I have to learn your language for 10 years, 20 years, then I got your respect. Why don't you respect me even with no language?
Oh, okay. Well, I don't know how to pronounce it, so you must be not German. When they were living in Kazakhstan, because the community of Germans was also kind of big, even though they were not supposed to show that they are Germans. So we were like safer with the German surname. There's like already a prejudice towards you before they get to know you, and so having a German surname always kind of was a shield, something that protected me. So for the longest time on social media or whatever, I would not put my Chinese name because I was like, okay, I'm not sure if I wanted to show this because I don't know what they'll think. How they react. Reducing you to this stereotype and whatever that idea is of you, you can't know for sure and you can't correct them and you can't fight this, but you know it's in your head. Oh, 奇怪哦，是奇怪。 Wenn es nicht sein muss, erwähne ich das nicht mit dem Deutsch-Russisch. Weird name, that's such a weird name to use. I'm like, that's my dad's name. I actually also chose the name kind of as a statement for myself that I'm not ashamed of showing that I am more than just German, that I have multiple like kind of identity layers. Then my friend said, no, it shouldn't be like this. We have to educate them to know how to pronounce a Chinese name properly. So I don't want to use any English name. I wouldn't serve your, like for your own convenience, then I have to change my name. Actually, first of all, it's a personal choice. Like how a name could be very political in a sense that how do you want to present yourself? Not being sure always, like how much should I reveal that I have a part of this in me. So German is also like a bit of like a place where I'm hiding maybe. You know, like I've discovered the language and I master it and I love this concept of like being a chameleon. Ich muss sagen, bei den meisten sage ich, dass ich halb bin. Grundsätzlich finden die Leute Italien interessanter als die Schweiz. Und deswegen so auf Partys bin ich meistens Italienerin. Weil ich habe gerade überlegt, so ja, in welchem Kontext sage ich denn, dass ich Schweizerin bin? Meistens wahrscheinlich, keine Ahnung, im Kontakt mit der Polizei, am Flughafen, auf der Arbeit bin ich Schweizerin. And sometimes I do feel like in Europe, I speak a different French here to make sure that people understand me. So again, I'm like kind of hiding, like it's not the real me, it's like I speak a different kind of French than I would with my family. Wir haben manchmal, also wir haben auch irgendwie so eine Geheimsprache. Also wenn ich nicht will, dass mich jemand versteht. Sagen wollte, was niemand anderes hören sollte, dass ich das auf Russisch sage. In Berlin, ich
probiere nicht kein Russisch zu sprechen. Kein Russisch zu sprechen zu anderen russischen Leuten. Could be some conflicting situations, some weird situations. Now I'm thinking like, wow, actually it's a great thing that they could keep their heritage so close to them even though they were in another country. But I'm also now wondering how much they adapt to where they were living actually. Mein politisches Interesse ist eher interkulturell, also geprägt, oder mein Feminismus auch, als dass er deutsch geprägt ist oder europäisch. Meinen Zugriff durch anderes Leid erfahren habe oder anderes Leid gesehen habe, als das, was es hier in Deutschland gibt. The different languages that we speak as kind of different parts or different fragments of our identity, and every single language is influencing my perception of the world. But actually it makes a lot of sense to use something foreign to find yourself. because of the juxtaposition that it creates. Without this comparison, you don't notice it and it's just there. And then now because of this like clear contrast or you removing yourself almost out of the picture and then you see it and you're like, oh, okay. You know, like what's the Malaysian identity? 然后他们讲，如果你不会讲 Malay， 你不是一个 Malaysian. Yeah, I also have a very complicated feelings towards Malay because it definitely played a very important role in my identification as a Malaysian. When we're in city now and I'm with my mom and she's like not knowing words in German and she's like trying to articulate and always like stressed now and I'm like just speaking Russian. The pattern of always trying to restrict and now it's actually something moving out of that pattern. When I speak English to him, it's not that I'm speaking English but that I'm speaking in a language that we both understand each other. So it was almost like the emphasis is no longer in the language, but in this is our common language. Aber an sich ist mir natürlich die zwischenmenschliche Kommunikation dann in dieser Sprache viel wichtiger als die Korrektheit der Sprache. Aber man kann sich irgendwie schon verständigen. Communication is the only way to understand each other, to break down all those prejudice, or presumption. Wenn beide Parteien auch bereit dafür sind, sich zu verstehen, dann versteht man sich. Weil du hast Hände, Füße, du hast ein Gesicht, du hast ein paar andere Wörter, die man aufgeschnappt hat und du zeigst etwas. Sometimes you see people who really they speak really good, they are really well trained, or they have really good skills in the way how they speak. They stand like this, they talk, everything is good, everything like precise, everything like really, they have a really nice way of talking. But this is something is from outside. I really care more about from outside. Und inzwischen kennt man sich ja so gut, dass man anhand der Körpersprache oder des Gesichtsausdrucks erkennt, was derjenige denkt. And sometimes my body really can say a story without talking. Also Blicke sagen ja auch oft mehr als 1000 Worte oder so. But also at the same time, language is really not so important. It's really important sometimes to find a way to express yourself. But what I'm trying to do sometimes when I'm not able to use any language, just I move my body. Und wenn eine Sprache für einen so einen intuitiven Stellenwert hat im Vergleich zu einer anderen, kann ich mir gut vorstellen, dass es wirklich mehr um Klang geht als um den Inhalt selber. Plötzlich, dadurch, dass ich so eine starke emotionale Bindung zu dieser Sprache habe, ich konnte dieses Lied im Unterricht, ich habe immer geweint. Ich konnte es nicht singen. Ich habe halt alles doppelt so stark gefühlt. Zater language. My mom also uses some words from it from time to time. Just a couple of words, but it still reminds me of where I came from. 广东话 is the native language of my parents. I very, very love them and very close to them. So whenever I hear my mother or my father speaks to their siblings in Cantonese, like, oh, you know, 很亲切的那种感觉。只要听得懂，我就觉得很满足。Yeah, I feel content enough to just being able to understand them, although I couldn't speak as well. Menschen verstehen, emotional verstehen, sie auf Russisch tatsächlich vielleicht ein bisschen tiefgründiger, also ich kann es irgendwie anders empfinden, weil es die Sprache ist, in der meine Mutter mit mir spricht und ihr habt da irgendwie mehr so einen intuitiven Ansatz. And
think the language is really the magic of our human body, because this is the first thing you see, but this is the first thing you can hear, the sound, our music, you know. Und irgendwie je tiefer und unterbewusster die Sachen sind, die ich ausdrücken möchte, desto mehr bin ich tatsächlich sogar versucht, es auf Russisch zu versuchen, auch wenn mir dafür manchmal die Worte fehlen. So, dann ist es sogar fast eher wie ein Geräusch, als wie die Sprache. 我很喜欢这两个语言的声音 like listening to it 会给我一种也是 like familiarity, even though I don't know what the language is about. It's how I grew up. It's, you know, it's me, it's my identity. 华语哦，就是它可能它不会一直都在那边，可是它 definitely 是 like penetrating throughout my body 啦。It is important to me to not forget the melody of the language. Now I live in Germany and I rarely speak French, but I do feel its roots are very like important to me. Like it's part of my heritage, you know. Wenn Menschen, die irgendwie einen kulturellen Aspekt mit dir teilen, dir was erzählen und ihre Freude daran und diese Verbundenheit zu dem, was man irgendwie, dieses kleine Stückchen Herz, was irgendwie mit den Wurzeln zu tun hat, ob man will oder nicht. Und selbst, ich meine, bei mir, selbst wenn man die Sprache eigentlich nicht wirklich spricht, es erwärmt halt irgendwie das Herz. Es geht halt irgendwie nicht anders. Und dadurch entsteht das irgendwie und das hat was ganz Magisches. To me, it's still a foundation in some sense. And it's like these fragments, right, of yourself, of your identity in culture and in memories, in history. And you can never really explain the totality of all of these things that are contained within you to other people, or not sufficiently anyway. Witzig, Sprache ist voll das intime, psychologische Thema. Da kommt voll viel auf an Erinnerungen und Gefühl, Körperlichkeit, Gedanken, Fernweh. Yeah, and maybe that's okay. Maybe there's a way to view it, to put it together in a way that makes sense for yourself.